waren Zeiten. Das waren Zeiten. Da hat es noch lebendige Ausstellungen, echte Ausstellungen, Vernissagen gegeben mit Menschen. Ich sehne mich nach dieser Zeit und ich glaube, ganz viele von uns sehnen uns nach dieser Zeit. Ich stelle hier fest, in meinem Gästebuch war die letzte Ausstellung Anfang September 2020. Ein Wahnsinn. Was für ein Jammer, was der Lockdown und die Pandemie und alles rundherum mit uns angestellt hat. Ja, sogar die letzte Ausstellung im November, 2 Jahre Panto Art, konnte leider nicht im üblichen Sinne stattfinden und musste per Video die Eröffnung ablaufen. Und wir haben jetzt den Jänner 2021 und auch diese Ausstellung kann leider nicht im üblichen Sinne ablaufen. Das bedeutet, auch heute findet die Vernissage der Ausstellung Winterreise per Video. Und ich darf euch alle ganz herzlich zum Beginn dieser Einführung einladen. Herzlich willkommen hier im Panto Art Atelier und Galerie. Ich bin Anton Trifkovic, Künstler und Inhaber dieser Galerie. Und ich freue mich, Sie alle heute Abend hier in diesen Räumlichkeiten begrüßen zu dürfen zu der Eröffnung der Ausstellung Winterreise, die diesmal auf elektronischem Wege stattfindet. Ich möchte beginnen zum Thema Winterreise, wie das überhaupt zustande gekommen ist. Das hier Winterreise ist eine Gruppenausstellung. Ich habe im Vorfeld ein Call for Artists, einen Aufruf, eine Ausschreibung an die Künstlerinnen und Künstler in Wien, in Österreich ausgesendet mittels Social Medias und verschiedenen Werbemitteln, und alle eingeladen, sich mit dem Thema Winterreise auseinanderzusetzen und den künstlerischen Input in ihrer jeweiligen Technik und ihre spezielle Art zum Ausdruck zu bringen. Und, wie ich finde, die Ausstellung ist eine sehr gelungene, aber dazu später. Wir fangen natürlich hier beim Eingang ein und ich darf gleich zu Beginn mit 2 Werken von mir beginnen. Hier geht es gleich zum Thema Winterreise, haben wir gleich ein Bild, das sich so nennt. Und in dem, also beide Arbeiten sind heißes Wachs auf Poster, also es ist eine Kopie, das sind keine Originalfotografien. Und zwar geht es hier darum, auf beiden Bildern kommt die Leonie von Frey vor, das ist die Tochter von Karl von Frey. Und hier kommt sie gerade von einem Begräbnis. In diesem Bild geht es genau darum, um diesen sozusagen die Winterreise als letzter Weg im Leben eines Menschen, den man noch begehen soll, die letzte Reise sozusagen, die es noch zu tun gibt, und gleichzeitig aber auch um den Schmerz und die Trauer für die Hinterbliebenen, die also hier mit einem Monster sozusagen dargestellt wird, das sich von dem Schmerz und von dem Leid und der Trauer der Hinterbliebenen ernährt. Also man sieht ja auch so ein bisschen Blutspuren dahinter. Das kriegt natürlich keiner mit. Das ist etwas, was im Hintergrund oder innerlich passiert. Dieses Monster, das uns allen sozusagen die Sorgen nimmt. Ja. Und in weiterer Folge die Leonie von Frey, die hier im Jahre 1896 sozusagen die Nussdorf, die Freude am Skifahren, also hier gezeigt werden, noch auf ganz alten Holzschienen sozusagen, habe ich sehr passend gefunden, also immer 2 Kontrastbilder, diese beiden Bilder in Kontrast zu stellen, ja, sozusagen. Ja, also so, das war eine leichte Einleitung zum Thema Winterreise, sozusagen mit viel Schnee und all dem, was sozusagen der Winter an sich schon mitbringt. Hier an dieser Stelle
habe ich einen Künstler, einen jungen Künstler, der Harald Topic, der auf eine abstrakte Art und Weise sich dem Thema genähert hat und hier in diesem Bild sozusagen die Spuren, die im Schnee also bleiben, durch diese Farbenkombination zeigt. Ja. Es ist auch, man würde sagen, dieses Orangene und Braune, das heißt, symbolisiert ein bisschen so einen, sagen wir mal, schneearmen Winter, also wo das jetzt nicht so voll ist, wie das so normalerweise in Österreich ist. Und hier, also was ich auch sehr beeindruckend finde, ist eine Sicht aus dem Auto durch die Windschutzscheibe bei einem sozusagen Schneegestöber, das ja auf diese Art sehr, sehr gut eingefangen hat. Auch wenn es ein abstraktes Bild ist, wenn man sich da auf das Bild einlässt, kann man das gut nachvollziehen, was der Künstler uns vermitteln wollte. Ja. Hier auf diesen zwei Bildern, hier dieses Bild heißt Weltschmerz. Die Künstlerin Pia Weninger hat vor einigen Jahren aus eigenen Erfahrungen, aus eigenem emotionalen Leid dieses Bild gemalt und gleichzeitig, so sagt sie, hat sie das auch so empfunden, dass diesen Leid jeder kennt und daher auch, also der Titel dieses Bildes Weltschmerz, was wunderbar zu diesem Winterreise passt, die ja angelehnt an diese Schuberts die Liederserie, sozusagen den Zyklus, der schon in der Ausschreibung sozusagen ein Input war für die Künstler und Künstlerinnen, so, damit man sich mit dem Thema auseinandersetzen kann. Das hat sich schon im Vorfeld gemacht und, wie ich finde, wunderbar zu der Ausstellung passend. Ja. Das nächste Bild von der Pia Weninger nennt sich Lebensziel. Das ist also auch eine sehr starke emotionale Aufarbeitung von einer Seite mit dem Schmerz und befassen und wohin damit, ja, also aufarbeiten, um sich ein Lebensstil zu setzen, das möglichst frei von Leid und Schmerz ist, auch wenn man weiß, dass man genau diesen braucht, um nach vorne zu kommen und sich überhaupt in Bewegung zu bringen. Hier haben wir einen Künstler, das ist der Andi Joska, der hat tatsächlich den Liederzyklus von Franz Schubert ins Visier genommen und hat sich die Texte sozusagen angeschaut, die Schubert verwendet hat. Die Texte hatte Wilhelm Müller geschrieben und insgesamt hat er 24 Texte geschrieben, auch wenn Franz Schubert nur 12 tatsächlich in seinem Liederzyklus verwendet und aufgearbeitet hat. Und das, was am meisten bekannt ist, der Andi Joska hat alle 24 Texte hier einzeln aufgearbeitet und in einer eigenen grafischen Technik, die er selber erfunden hat, Dekromantie bzw. Brasographie. Also das ist etwas, was er für sich selber sozusagen erfunden hat und speziell für diese Ausstellung diese Prints sozusagen produziert hat. Ja. Möchte noch dazu sagen, für die Schubert-Liebhaber unter Ihnen, die Winterreise hat der Schubert ein Jahr vor seinem Tod geschrieben. Also es gibt Gerüchte, die sagen, dass er gewusst hat, dass er nicht mehr lange leben wird und sich deshalb auf diese Leidensgeschichte eingelassen hat und den Schmerz der Menschheit an sich und all diese Dinge, die in den Texten von Wilhelm Müller vorkommen, musikalisch dann umgesetzt hat. Also ich finde eine sehr gute, wenn man hier so langsam sich durch diese Leid und Schmerz und Tod und Kummer und Sorgen, also irgendwie hier langsam in die Richtung bewegen, dann werden wir gleich hier weiter feststellen bei Daniela und Ernst Rohrer, die hier sich der digitalen Fotografie und Medientechnik bedienen.
Hier hat, also der Titel von diesem Bild heißt Vor der Ankunft. Hier geht es ebenfalls eine Mischung aus Abstraktion und Figuration, wo dieser Felsen, der hinten sichtbar oder ist oder zur Vorstellung kommt, der eigentlich so andeutet einen versteinerten Reiter, der in diesem Eiswintergebilde sozusagen zum Stillstehen gezwungen wird. Und dieser Rabe, der wie wenn er sein Begleiter auf diesem Weg ist, so kommt es einem vor. Und hier in dem weiteren Bild ist es eine Sicht aus einem Hundeschlitten, eine Perspektive. Das Bild heißt Am Weg, und hier ist eine Krähe, die plötzlich sich versucht niederzulassen auf diesen Schlitten, ebenfalls als Begleiter. Also diese Symbolik ist in beiden Bildern also so vorhanden. In weiterer Folge haben wir hier den Paul Del Pani, den Fotografen, der ebenfalls digitale Medientechnik verwendet. Hier haben wir diese Winter Wonderland, das Thema, wo er Negative aus den 60er Jahren verwendet hat, sie digital bearbeitet und um sozusagen ein neues Kunstwerk entstehen zu lassen, um eine harmonische, scheinbar idyllische Winterromantik zu erzeugen. Ja. Und gleichzeitig hier auf der Seite, also The Snow is Coming, das ebenfalls digital verarbeitet, um diesen die Lichtreflexionen, die Spiegelungen in diesem Bild sind deuten darauf hin, dass der Schnee ja schon kommt und so, und gleichzeitig aber weiß man nicht so genau, wird sich das zu einem Sturm entwickeln oder bleibt das einfach ein leichter, weicher Schnee, den wir dann alle mögen oder nicht. Und in diesem Raum haben wir Werke von Hobe, der uns ja schon ein bisschen bekannt ist. Hier auf diesem Bild sieht man, das nennt sich Ich suche im Schnee vergebens. Da sagt uns Hobe, dass es diese Suche nach Wärme und Geborgenheit und Liebe irgendwie, wenn alles sozusagen die Zeiten schon so kalt sind und wenn alles erstarrt ist und da ist auch die Liebe dann vergebens und es einem nur mehr überbleibt, also der Liebeskummer sozusagen, der Liebesschmerz. Ja. Also das Thema Liebe kommt jetzt ins Spiel, und das auch im zweiten Bild von Hobe, das sich ja sehr interessanterweise Täuschung nennt. Ein Licht tanzt freundlich vor mir her. Und wir können erkennen, dass tatsächlich dass dieses Licht sozusagen ein Hoffnungsschimmer sein soll, an etwas, was man sich festhalten kann, dass es besser wird, dass es die Geborgenheit, die kommt schon. Gleichzeitig ist es eine Täuschung, man weiß, dass das alles nur eine Täuschung ist und dass das nicht zur Wirklichkeit kommt, weil ja alles eigentlich erstarrt ist und die Kälte und der Liebeskummer noch immer da ist und einem sozusagen bleibt. Das ist in Hobe seinen Bildern diese Botschaft. Wir schwenken aber hier zu diesen zwei Bildern, zur Theresia Eres, die mit ihren Collagen eine unglaubliche Fröhlichkeit uns vermitteln möchte. Sie bedient sich hier in diesem Fall, das Bild heißt ebenfalls Winterreise, bedient sie sich asiatischer, in diesem speziellen japanischer Kultur, und hier in der bereits bekannten Technik der Mosaikbilder, wo zwei Bilder aufeinander, also ineinander gewoben werden, zeigt sie uns gleichzeitig eben dieses verschneite Dorf in einer japanischen Gegend, wo gleichzeitig aber mit diesen
frühlinghaften Vögeln und Blüten und Früchte und so. Also es ist schon ein Hoffnungsschimmer, der wird angedeutet. Es ist noch Winter, es ist klar, aber es wird noch angedeutet. Diese Winterreise, wie sich dieses Bild nennt, die hat bald ein Ende. Und das ist in diesem Bild hier einfach auf eine sehr, sehr, sehr eindrucksvolle Art präsentiert. Das Bild heißt Roter Abendschnee, aber gleichzeitig ist es so, dass diese Ankündigung wird hier fast poetisch. Man weiß, es ist nicht mehr ja irgendwann, sondern es gibt die Gewissheit, der Frühling kommt und mit diesem Frühling kommt auch eine komplett neue Energie, der Wandel kann stattfinden und auf das kann man sich jetzt schon freuen. Und hier sieht man einen Fisch, der hier auch dazu sozusagen gehängt wurde und der steht in der japanischen Kultur, also der Fisch steht für Mut, für Kraft und für Stärke. Und das sozusagen das ist das, was wir jetzt brauchen, um durchzuhalten, bis dieser Frühling tatsächlich kommt und mit diesem Frühling hoffentlich das Ende von diesen Maßnahmen und der Möglichkeit, eine Ausstellung im üblichen Sinne zu machen. Ich bedanke mich ganz herzlich bei allen Künstlern und Künstlerinnen, bei allen, die Panto Art unterstützt haben in diesen 2 Jahren. Und ich möchte darauf hinweisen, dass Panto Art regelmäßig Call for Artists aussendet, die auf der Homepage zu sehen sind oder auch in Social Medias. In Winterreise ist eine Ausstellung, die erste Gruppenausstellung im Jahr 2021. Ab jetzt sollen jeden Monat themenbezogene Gruppenausstellungen stattfinden und damit sind natürlich alle Künstler und Künstlerinnen eingeladen, sich für diese zu bewerben. Vielen Dank und bleibt gesund.